Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly-PC-Video. Heute mit dem Event Seele des verlorenen Kriegers. Das wir uns allerdings nicht so im Detail angucken werden, weil es einfach viel zu umfangreich ist. Es ist ein Event mit sehr vielen Feinheiten. Es ist ein vierteiliges Event. Es ist sehr viel Text, sehr viele Erklärungen. Und ja, ich beschränke mich jetzt mal darauf, auf die in Anführungszeichen neuen Sachen einzugehen. Nur kurzer Überblick. Das neue Blue Vagabond und Cherry Blossom Warrior Costume Set. Komplett neu sind sie, meine ich, nicht. Also die Sets an sich haben schon mal existiert, nur halt in anderen Farben. Also wie sagt man das? Das grundlegende Model von dem Set ist nicht neu, das wollte ich damit sagen. Genau, ist so ein bisschen all over the place, das Set von den Effekten her. 6 von 6 Set-Effekt ist 10 PvP, 10 PvE, 7 Reflect Damage, 7 Def, 10 XP, 10 Drop. Und die Random-Effekte sind Additional Damage, Critical Damage Increase, Magic Damage, Cast Time, Attack, alles Stats und Ranged bzw. Melee Block. Also ja, alles irgendwie so ein bisschen dabei. Beim Upgraden bekommt man dann zusätzlich noch die Werte Crit Damage, Additional Magic Damage und Cast Time. Finde ich das auch ein bisschen irgendwie so all over the place. Keine Ahnung, ob sich das so gewünscht wurde vielleicht sogar. Dann gibt es noch ein paar neue Power-Ups. Und weil ich mir da nicht 100% sicher bin, ob die wirklich neu sind. Weil wie gesagt, dieses Event an sich gab es schon mal. Aber die gibt es auf jeden Fall wieder, besser gesagt. Genau, und dann kann man noch diesen Kriegertitel bekommen. Gibt es ja immer diese begrenzten Event-Titel, die man sich bei den Events erspielen kann. Aber das wirklich Interessante ist hier der Mond-Talisman eigentlich noch neben dem CS-Set. Weil das CS-Set jetzt, glaube ich, rein von den Effekten her eh nicht so krass ist. Aber wie gesagt, ich bin bei Live-PC nicht auf dem neuesten Stand leider, was das angeht. Aber hier gibt es jetzt ja diese neuen Talismane. Und bei dem Event kann man sich 2 neue Talismane erspielen. Und zwar indem man diesen neuen Tramlock-Dungeon macht. Der Cooldown von dem Dungeon ist auch verringert von 240 auf 180 Minuten während der Dauer des Events. Ist auch nicht schlecht, weil 3 Stunden Cooldown ist schon ziemlich lang. 4 Stunden ist insane. Also 3 Stunden ist eigentlich auch schon insane, aber 4 Stunden ist halt wirklich komplett krank. Genau, und jetzt kann man sich hier quasi den Unbroken Lunar Talisman und den Magic Filled Lunar Talisman verdienen. Und die haben jeweils den gleichen Effekt. 5% ATK und 5% PvE und 5% PvP. Plus den Set-Effekt 5 XP, 5 Drop, 5 Block und 200 Additional Damage. Und man kann sie dann noch zusätzlich upgraden für weitere Stats. Magic Filled Lunar Talisman, wie man hier sieht, kriegt nochmal alles oben drauf. Und der normale Unbroken Lunar Talisman kriegt nochmal alle Stats oben drauf. Aber warum das so heftig ist, ist halt, weil das ist ja etwas Zusätzliches. Also es wurde ja in dem letzten Update von Live-PC, in dem neuesten Update, wurde ja quasi neues Equipment sozusagen released oder ja, wie soll man es anders sagen, ja, released im Endeffekt. So zusätzlicher Schmuck, eben diese Talismane. Und das ist jetzt ziemlich heftig, dass man sich das bei einem Event so erspielen kann. Wird natürlich sau selten sein, das wird nicht so einfach so bekommen sein. Und man muss halt, wie gesagt, diesen schweren Dungeon farmen, der es wirklich in sich hat, beziehungsweise das Hauptproblem an dem Dungeon eigentlich, dass man einfach ein relativ hohes Level haben muss, um den Dungeon überhaupt machen zu können. Weil wenn man so niedrig ist, kann man dem Boss gar keinen Schaden zufügen, dann ist auch egal, wie gut dein Equipment ist. Dann kannst du den Dungeon einfach nicht machen. Ja, aber finde ich eigentlich ganz cool. Und würde ich persönlich sagen, ist wahrscheinlich so der Hauptanreiz an dem Event, abgesehen natürlich von Power-Ups und was die Leute halt sonst noch so brauchen. Und ja, was ist los? Live-PC wieder am Start. Ja, das letzte Video oder die letzten Videos waren ja das mit dem, was wir aufgrund des letzten Events tatsächlich gemacht haben. Die Change Awakening Videos. Und ich muss sagen, das hat ziemlich Bock gemacht. Und ich habe mir jetzt wieder vorgenommen, mir die Events auf jeden Fall mal anzugucken, ob da was für mich dabei ist. Das Event ist jetzt so ein klassisches Event, wo ich sagen muss, ja, nicht wirklich, ja, weil, lol, einfach 105er Jester Suit gedroppt. Ja, weil es einfach zu viel Arbeit tatsächlich ist und ich weder das CS-Pad brauche, noch brauche ich irgendwelche Power-Ups. Und die Talismane wiederum, gut, die würde ich wahrscheinlich schon brauchen oder hätte ich gerne, aber ich kann halt den Dungeon nicht farmen, wenn meine Charakter zu low sind. Und ja, abgesehen davon ist es zeitlich echt schwierig momentan. Also für so ausgiebige Events, also so reine Farm-Events, so wie das, was wir gerade machen, so einfach nur Event-Items farmen und dann Boxen öffnen oder so, das kann man in einem gewissen Rahmen auf jeden Fall wieder vereinbaren, wenn was Nices dabei ist. Aber wie gesagt, muss halt einfach das Event auch ein bisschen so dazu passen. Aber es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil sie machen
die Events halt nicht mehr für Casual-Spieler, was ja aber auch gut ist, sondern das sieht man ja auch an der Fülle der Events, wie viel da beschrieben wird und was da alles zu holen ist und so, dass da offensichtlich ja auch einfach auf Feedback eingegangen wird. Vielleicht nicht immer zu 100%, aber dass halt auf jeden Fall probiert wird für die aktive Community, die Leute, die auch tatsächlich oft spielen, dass die halt das bekommen, was sie wollen. Anders macht es ja auch keinen Sinn. Und das finde ich, also wirkt zumindest auf mich so, als würden sie einen ganz guten Job machen. Ich höre auch eigentlich nichts wirklich Gegenteiliges. Und genau. Aber ja, wie gesagt, ich werde jetzt auf jeden Fall wieder probieren, zumindest mir immer die neuen Events, wie gesagt, anzugucken. Einmal im Monat auf jeden Fall reinzugucken in Flive PC, zu gucken, was so geht, was läuft, was gibt's Neues und so weiter und so weiter. Und genau, das war eigentlich so die Message dazu. Und ja, dann haben wir im letzten Video schon wieder darüber geredet, Gempion und so ein bisschen die Zukunft von Flive. Und da kann ich auch so ein kleines Folge-Update geben. Also auch das habe ich mir jetzt natürlich nochmal angeguckt. Also das sind so die beiden Sachen, die ich mir jetzt, wie gesagt, so wahrscheinlich auch auf so einer monatlichen Ebene einfach angucken werde. Wie sieht es mit Gempion aus? Gempion, nochmal kurz zur Erklärung, was ist Gempion? Ist einfach diese Crypto-Gaming-Plattform, auf der ja eben auch Flive, auch Rappels mittlerweile, wobei bei Rappels noch kein einziges Turnier stattgefunden hat bis zum heutigen Tage, vertreten sind. Und dort kann man halt Spiele spielen, die sind mit der Plattform verknüpft über so eine Integration hier. Oben links, wenn man da draufklickt, kommt man auf die Website und kann dort eben dann durch das Spielen von Flive, oh, ich merke gerade, ich bin mit meinen Partys, bin ich extra zu den Captains gegangen, noch ein bisschen zu leveln. Lul, minimal zu leveln natürlich nur. Genau, und kann dann quasi Flive spielen und währenddessen Fortschritte bzw. Belohnungen auf dieser Website sammeln. Also ein klassisches Krypto-Game könnte man sozusagen sagen. Ja, war wohl das Ziel so ein bisschen, das, also nicht direkt Flive zu einem Krypto-Game zu machen, aber es zumindest mit Krypto-Tournaments zu verbinden, was ja irgendwie so der erste Weg ist, ein Krypto-Game irgendwie hier ins Rollen zu bringen. Ist nicht gut angekommen und jetzt habe ich mir natürlich gedacht, naja gut, Flive ist jetzt da nichts Neues, dass da seit 2 Monaten tote Hose ist, also seit Ende Mai ist da gar nichts mehr passiert. Und dann habe ich mir, wie gesagt, gedacht, naja, okay, aber wie sieht es denn sonst aus? Und ich habe jetzt mal alle Spiele angeguckt und es sieht ziemlich bad aus. Also die letzten, also wirklich im Juni und Juli haben insgesamt irgendwie nur 12, 13 Tournaments stattgefunden. Kein einziges von Flive, kein einziges von Rappels. Von anderen Spielen ist es teilweise auch mau, sehr mau. Und dann gibt es sogar Spiele, da finden Tournaments statt, aber ohne einen einzigen Teilnehmer. Also da gab es jetzt irgendwie 3 Tournaments, bei Find Bird war das, glaube ich, wo sie 3 Tournaments gestartet haben mit einer kleinen Entry-Fee. Und es hatte literally, alle 3 Tournaments hatten literally 0 Teilnehmer. Also was auch immer die da machen, bei Gempion, die Verantwortlichen, sie machen es nicht besonders gut, sagen wir es mal so. Also ich weiß nicht ganz genau, ob die auch irgendwie in einer, keine Ahnung, Rekonstruktionsphase bereits sind. Also das würde ich persönlich erwarten, weil es halt wirklich, wie gesagt, schon seit Monaten schlecht läuft. Also eigentlich, seit es Gempion gibt, es im Endeffekt Januar, wurde es angekündigt, dass Flive hier in dieses Portal sozusagen übergeht, beziehungsweise dieses Portal ab diesem Zeitpunkt halt mit Flive sozusagen gemeinsame Sache machen würde. Das war vor über 6 Monaten, also Anfang Januar, wie gesagt. Jetzt haben wir Ende Juli. Und es ist eigentlich nur bergab gegangen. Also am Anfang waren vor allem auch die Mobile Games relativ beliebt und so. Aber man hat halt direkt gemerkt, okay, den Leuten geht es eigentlich wirklich nur darum, hier, naja, mit relativ wenig Aufwand schnell irgendwas zu kriegen, sozusagen. Und es hat nie wirklich richtigen Hype erzeugt. So im Sinne von, ja, jetzt haben wirklich hunderte Leute hier direkt Bock, da einfach mitzuspielen und zu ranken und so weiter und so weiter. Eigentlich gar nicht. Und ich weiß nicht ganz genau, was dann bei den anderen Games noch vorgefallen ist. Bei Flive kann ich lediglich sagen, dass sie viel zu wenige Teilnehmer hatten und deswegen die Tournaments halt irgendwann abgesagt haben, weil ihnen das wohl dann einfach zu kostspielig und zu doof war, für 5 Leute dann irgendwie so ein $25.000 Tournament zu veranstalten, was man not gonna lie auch irgendwie verstehen kann, aber man hätte es halt einfach vorher wissen müssen. Das ist das, was ich die ganze Zeit schon sage. Das hätte man alles eigentlich vorher wissen müssen. Bei den anderen Spielen, ich kann es natürlich nur für Flive reden, bei den anderen Spielen weiß ich es nicht, aber das sind halt auch so Games, dieses, wie heißt das nochmal, Shoot 500 oder whatever, oder Number 500, das sind halt alles so Games, also auch alle Games, die dort auf der Website sind, abgesehen von Flive und Rappels, sind halt so klassische Copy-Paste-Games. Also wenn ihr euch die Games runterladet,
auf Google Play oder im App Store, da werden euch halt direkt auf der gleichen Seite 5-mal, also da wird euch 5-mal das gleiche Game empfohlen. Also ihr ladet euch quasi Number Shoot, heißt es, Number Shoot runter und dann wird euch Number 500 empfohlen. Dann geht ihr auf Number 500 und ihr seht, es ist literally das gleiche Game mit vielleicht einem minimalsten Unterschied. Also wirklich vielleicht also das Aussehen des UIs ist ein bisschen abgeändert, aber es ist basically eine 1:1 Kopie von dem Game. Also zumindest das Gameplay ist eine 1:1 Kopie. Und dann bei Number 500 wird dir dann Number 1000 empfohlen. Und was für eine Überraschung. Number 1000 ist literally nochmal genau das gleiche Game. Nur wieder mit einem kleines bisschen anderen UI. Die Farben sind ein kleines bisschen anders, whatever. Und das ist wirklich durchgehend so bei allen Games, die dort auf der Plattform sind. Also auch da kann man sagen, die Games wurden halt literally nur entwickelt für diese Plattform und hatten halt keine bestehende Community. Und das heißt, du hast quasi eine Community, die keinen Bock auf Krypto-Zeug hat, Flive. Bei Rapids wird es wahrscheinlich ähnlich sein, weil bei Rapids hat nie ein Tournament stattgefunden. Deswegen kann man jetzt nicht wirklich sagen, wie gut es bei Rapids angekommen wäre. Aber wahrscheinlich auch nicht besonders gut. Und das heißt, du hast ein paar Games mit reingeholt, die keinen Bock drauf haben. Und dann hast du ein paar Games erschaffen, die literally nur aus dem Grund existieren, um da irgendwie Werbung für deine Seite zu machen, so ungefähr. Und dass das alles nicht funktionieren würde, wie gesagt, das bin ich der Meinung, das hätte man wirklich auch vorher wissen können. Aber gut, es ist passiert. Jetzt ist es halt wirklich die Frage, wie geht's weiter? Ich weiß, ich habe diese Frage vor einem Monat schon gestellt und ich werde sie wahrscheinlich in einem Monat wieder stellen. Wir werden wahrscheinlich weiterhin keine Antwort darauf bekommen. Aber ich sag mal so, es wirkt halt jetzt einfach schon wieder so, als wäre es das nächste Projekt, das nächste Krypto-Projekt, aber generell auch das nächste Projekt von Gala, dass sie starten. Ich sag nur Bora Ecosystem, Bora Coin und so weiter. War ja auch mal so der Gedanke oder dieser Ansatz, das irgendwie mit Flive zu verknüpfen und da ja, es zu erschaffen sozusagen. Da ist auch nie was draus geworden. Das Ding ist auch im Endeffekt nach ein paar Monaten irgendwo mehr oder weniger, hast du nie wieder was davon gehört. Plötzlich hieß es dann nicht mehr Bora Ecosystem, dann hieß es plötzlich Play to Bid, dann hieß es plötzlich Gala hat jetzt Play to Bid und dann ist Bora komplett verschwunden und ja, jetzt haben wir Genpire und das läuft jetzt auch nicht mehr. Jetzt hat man seit 2 Monaten hier auch nichts mehr davon gehört. Man droppt so noch die Items, aber die sind halt legit nutzlos, wenn keine Tournaments stattfinden. Es gibt auch keine Announcements und so. Also es ist irgendwie ein bisschen, ja, schwierig einfach. Oder auch ein bisschen traurig, muss man auf jeden Fall sagen. Also ich finde es auf jeden Fall traurig, weil klar, mit dem Kryptozeug und so kann jetzt nicht jeder was damit anfangen. Ich will das oder wollte das auch nie wirklich jemandem reindrücken oder so. Ich meine, das muss jeder selbst entscheiden, was er davon hält, ob er damit was anfangen kann, ob er das will und so weiter. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt einfach nur optimistisch an die Sache rangehen will und man sagt, das Spiel soll weiterhin erfolgreich sein oder das Spiel soll nochmal einen Aufschwung bekommen, durch was auch immer, ja, also soll es jetzt nicht wirklich illegal oder sonst was ist, da muss man ja wirklich auch sowas einfach offen trotzdem gegenüberstehen und ich denke, das haben zumindest ein paar Leute probiert und ich auf jeden Fall auch und leider wurden wir halt trotzdem wieder enttäuscht, also es war jetzt zwar kein Scam oder so, glücklicherweise involviert, aber das Projekt hat halt einfach nicht gefruchtet und ganz ehrlich, jetzt ist halt, wie gesagt, jetzt schon die ganze Zeit mehr oder weniger Pause, also bei allen Games läuft es extrem schlecht, bei Flive und Rapids läuft gar nichts, man hört nichts von denen und ich meine, wie willst du das wirklich retten? Also ich meine, selbst wenn sie das Ganze jetzt irgendwie besser machen würden, ich weiß gar nicht, was sie besser machen müssten, um mehr Leute zu erreichen oder whatever. Und das ist das Problem, also selbst wenn sie das besser machen würden, was würde das wirklich ändern? Ich meine, der Zug ist irgendwo abgefahren, wenn du da wirklich einen Hype hättest kreieren wollen oder wenn du wirklich ein Hype hätte entstehen können, dann wahrscheinlich am Anfang, wo sie angekündigt haben, boah, jetzt gibt es eine $25.000 Flive League. Es hat literally niemanden interessiert, obwohl es $25.000, also diese Zahl einfach in den Raum geschmissen haben, das einfach reingeschmissen wurden, hat es trotzdem niemanden interessiert. Und das zeigt halt einfach dieses Desinteresse und sowas hätte man sich halt, wie gesagt, durch Umfragen, durch Meinungsbilder schon irgendwo denken können. Und ja, wie gesagt, momentan ist Genpire und die Seite eigentlich mehr oder weniger tot. Also da passiert so gut wie gar nichts mehr. Ich schätze mal, auch im August wird es so weitergehen. Und wie gesagt, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Aber ja, das sieht nicht gut aus. Leider für uns. Und wie gesagt, Genpire kann man jetzt sagen, ist mir wurscht, kann ruhig tot sein, kann ruhig offline gehen. Die können das gerne wieder aus Flive entfernen. Da gehe ich mit und sage, ja, letztendlich ist mir das eigentlich auch egal.
Aber das ist halt eine weitere Möglichkeit, wie Flive nochmal attraktiver hätte werden können. Vor allem, wenn Gempion, sage ich jetzt mal, viral gegangen wäre, so blöd das auch klingt. Also ich meine, wie kann eine Krypto-Plattform als viral gehen? Aber irgendwie halt schon, ne? Beispielsweise Elon Musk tweetet, hey, spielt alle Flive über, spielt alle die $25.000 Flive League über Gempion. Just saying. Ich meine, extrem unwahrscheinlich, aber rein theoretisch könnte es passieren. Ja, und dann hätte das literally enorme Konsequenzen haben können. Also auch extrem positive Konsequenzen. Und ist halt nicht passiert. And that's it, basically. Und ja, also kann man jetzt haten, wie man will, aber es ist einfach eine wasted opportunity und ich finde es trotzdem schade, egal was man jetzt, wie gesagt, davon hält. Und ja, das war so ein kleines Update. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Flive PC oder auch gerne auch Flive Universe Video wieder. Tägliche Streams auch auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Da können wir auch immer gerne über Flive PC reden. Wir sehen uns bis dahin. Haut rein und ciao, ciao.